Ich wollte mit Leonhard glücklich werden. Ich habe mich so sehr daran geklammert. Obwohl ich wusste, dass du ihm immer wichtiger warst. Jana, Ich habe recht. Was willst du jetzt sagen, dass ich schwul bin? Das soll ja wohl ein Scherz sein. Bist du schwul, Christian? Okay. Keine Antwort ist auch eine Antwort. Ich frag mich seit Wochen, was mit dir los ist. Entschuldige mich tausendmal, dass ich Olli geküsst habe. Dabei knutschst du selbst mit ihm rum. Oh, ich habe nicht mit ihm rumgeknutscht. Er hat mich... Ist ja auch egal jetzt. Jedenfalls bist du seitdem völlig durch den Wind. Das war ja wohl vorher auch schon. Nein, war es nicht. Nachdem Olli und ich uns geküsst haben, da haben wir beide uns wieder versöhnt. Es hat nichts mit ihm zu tun. Womit denn dann? Warum bist du ständig so launisch? Und flippst bei jeder Kleinigkeit aus? Vor allem, wenn es um Olli geht. Okay. Coco, das heißt doch nicht gleich. Ich meine, nur weil... Ach, Christian, red nicht drum herum. Sei wenigstens ehrlich zu dir selbst, wenn du es nicht zu mir sein kannst. Ich hätte mir gewünscht, dass du wenigstens ehrlich zu mir bist und mir gesagt hättest, warum du dich von mir trennst. Anstatt mir vorher große Hoffnungen zu machen. Ich habe wirklich geglaubt, dass ein paar Wochen Gore im Moment das Beste für uns wären. Ach, und im nächsten Moment trennst du dich von mir und sagst mir, dass du mich nicht mehr liebst? Weißt du eigentlich, wie ich mich fühle? Es ist wie auf einer Achterbahn ohne Sicherheitsgurt. Ja, meinst du, mir geht's besser? Mann, ich bin im Moment auch total durch den Wind, nachdem Olli mich geküsst hat. Es ist einfach... alles anders. Das kann man wohl so sagen. Bitte sag jetzt was, Coco. Sorry, ich habe dich ehrlich nicht gesehen. Ich dachte, du machst das immer so. Ehrlich gesagt ist das der erste Zementsack, den ich jemals in der Hand hatte. Du meinst, das war der erste. Und du bist noch nicht so lange hier? Seit genau 10 Minuten. Als Praktikantin mit Lizenz zum Zementschleppen. Naja, dann kannst du dir wenigstens dein Fitnessstudio sparen. Ich glaube, das wäre mir als Ersatz doch etwas zu einseitig. Das ist allerdings ein gutes Argument, wenn ich meinem Vater beibringen muss, dass ich jetzt hier arbeite. Meinst du, er hat ein Problem damit? Ich glaube, die Vorstellung von seiner Tochter auf dem Bau ist für ihn nicht so prickelnd. Aber dass ich Architektur studiere, findet er klasse. Wie Architektur? Oh, du studierst Architektur, das ist ja krass. Wie, Bauhaus, ja? Was sie damals schon so designt haben. Das ist Endziel doch aller bildnerischen Tätigkeiten ist der Bau. Walter Gropius. Ich wusste es. Im wievielten Semester bist du? Ja, im 0. Allerdings für Produktdesign. Ich muss jetzt nur noch meinen Zivildienst hinter mich bringen und die Aufnahmeprüfung schaffen. Ja, falls du Literatur über die Bauhausschule brauchst, die kann ich dir gern ausleihen. Ja, ich denke nicht, dass du Literatur hast, die ich nicht kenne. From Bauhaus to Our House, wer hat das gesagt? Fabian, wie siehst du denn aus? Willst du so etwa ins Krankenhaus? Kannst du vergessen. Kriegst du jetzt Ärger wegen mir? Ach Quatsch, ich gehe nach Hause ziemlich um und es geht schon. Dann solltest du dich aber beeilen, sonst kommst du zu spät. Los. Ciao. Ciao. Hey, ich habe dir ein paar Sachen mitgebracht. CDs und... Danke. Das ist doch dein Mein Lieblingsschal. Lieblingsschal. Den haben wir in Wien gekauft. Ja, genau, vor der Fiakerfahrt. Das Wochenende mit dir in Wien, das war ein Traum. Ja. Was ist denn mit deinem Ehering?
Leonard, ich werde mich von dir trennen. Anna, was soll denn das? Das wirst du nicht tun. Wir haben uns schon viel zu lange was vorgemacht. Vor allem ich. Weil ich nicht wahrhaben wollte, dass du mich nicht genug liebst. Jedenfalls nicht genug für eine Ehe. Ich habe so verzweifelt daran festgehalten. Allein die Tatsache, dass ich mit dir nach Chicago auswandern wollte, nur um möglichst weit weg von Sarah zu sein, das zeigt doch, dass unsere Ehe am Ende ist. Ich habe so sehr daran geglaubt. Du wolltest daran glauben. Aber im Grunde weißt du es selbst. Du kannst vor deinen Gefühlen für Sarah nicht weglaufen. Egal wie weit weg sie sein wird, du wirst sie immer lieben. Das muss ich akzeptieren. Es ist jetzt endgültig. Gefühle ändern sich nun mal, ob man will oder nicht. Er hat mir gesagt, dass er mich nicht mehr liebt. Das habe ich nicht gewollt. Du denkst, es liegt an dir? Mann, Coco, wenn ich gewusst hätte, was da für ein Ding ins Rollen kommt, dann hätte ich dich nie geküsst. Okay, ich kann verstehen, dass Christian sauer ist, aber dass er deswegen gleich mit dir Schluss macht. Du hast doch überhaupt gar keine Ahnung. Und wenn es dich beruhigt, dass es aus ist, hat nichts mit unserem Kuss zu tun. Aber was ist es dann? Ich muss weiterpacken. Aber weißt du, was da los ist? Danke, ich weiß. Immer aus der Hüfte anheben. Genau, und dann? Und dann soll ich wahrscheinlich noch mit dem Arsch wackeln, aber das kann ich auch ohne deine Hilfe. Ist ja gar nichts mehr. Ja klar, ich bin pünktlich. Morgen 17 Uhr. Okay, vielen Dank. Weißt du, wer das gerade war? Du wirst mir bestimmt gleich sagen. Ich bin zu einem Werbecasting eingeladen. Der Typ hat mich letztens noch bei der Premiere von unserem Schultheater gesehen und der findet mich gut. Du willst Schauspielerin werden? Letzten Sommer habe ich in der Theater AG angefangen und auch gleich die Hauptrolle bekommen. Ja, jetzt das Casting in München. Super, hört sich an, als wärst du auf Erfolgsspur. Und du? Zement schleppen? Ist bestimmt nicht gerade das, was du dir unter dem Praktikum vorgestellt hast. Halb so schlimm, das gehört dazu. Genauso wie dieser Macho eben. Ach, du meinst den Typen da, der gerade so miesgelaunt abgezogen ist. Der hat das mit den Baggern auf dem Bau irgendwie falsch verstanden. Zum Glück sind nicht alle so. Dieser Fabian vorhin, kennst du den näher? Näher geht's kaum. Ohne ihn hätte ich mich, glaube ich, niemals bei diesem Caster gemeldet. Er hat nämlich meine Aufführung gesehen und war hin und weg. Ja, wir sehen uns jetzt auch jeden Tag. Er ist nämlich bei uns eingezogen. Im Übrigen ist er auch ein Brandner. Dann seid ihr verwandt. Nur rein theoretisch. Ich bin nämlich adoptiert und meine Adoptivmutter ist sowas wie seine Cousine. Aber auch das nur um 1000 Ecken. Wäre auch wirklich schade, wenn wir direkt verwandt wären. Er küsst nämlich. Einfach wow. Wer hätte das gedacht? Ach, was guckst du denn so? Stehst du etwa auf ihn? Ich? Ach was. Es ist schon spät, aber ich freue mich, dass du hier bist. Es ist das, wonach es aussieht. Ich habe mich von Leonard getrennt. Es ist vorbei. Nicht das erste Mal, dass du das glaubst. Aber diesmal bin ich mir sicher. So könnte es einfach nicht weitergehen. Selbst wenn wir nach Chicago gegangen wären, ich wäre immer eifersüchtig auf Sarah. Was ich mit dieser Eifersucht angerichtet habe, das ist schon schlimm genug. Sarah hat ihr Kind verloren. Und ich war einfach nicht ich selbst.
Wie konnte ich mich nur so von Leonard abhängig machen? Ich war doch früher auch nicht so. Ja, das ist ja alles ganz richtig, Jana, aber wirst du es nicht morgen wieder bereuen? Du bist ganz durcheinander, du hast geweint. Natürlich tut es weh. Aber es ist der erste Schritt, mein Leben wieder in den Griff zu bekommen. Hast du denn schon eine Vorstellung davon, wie es bei dir weitergehen soll? Ehrlich gesagt habe ich mir darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Aber ich könnte vielleicht mein Abi nachmachen und dann auf die Uni. Vielleicht studiere ich ja doch noch Medizin. Ja. Mir steht alles offen. Ich muss es nur anpacken. Das klingt wieder nach der alten Jana. Meine Unterstützung hast du in jedem Fall. Ich hätte viel früher auf dich hören sollen. Dann wäre es gar nicht erst so weit gekommen.
So, ihr reist schon ab? Pepper und ich. Ja, und was ist mit Christian? Aus und vorbei. Er hat Schluss gemacht. Was? Ach, wieso denn so plötzlich? Ach, es lief schon eine ganze Zeit lang nicht mehr so gut. Ein ewiges Auf und Ab. Ich wusste ja nicht mal mehr, woran ich bin. Aber jetzt weiß ich's. Glaube ich zumindest. Naja, ich bin mir so gut wie sicher, dass Christian... dass er in einen Typen verknallt ist. Nee, ne? In einen Typen? Ausgerechnet Christian. Bei dem war ich mir immer sicher, der ist sowas von hetero. Das hätte ich wirklich nicht gedacht. Wem sagst du das? Coco, es tut mir so leid. Ich kann mir gut vorstellen, wie es dir jetzt geht. Mir geht's nämlich genauso. Heißt das, Leonard und du ihr... Ich habe mich von ihm getrennt. Sollen wir jetzt zusammen eine Runde flennen? Das bringt uns ja auch nicht weiter. Wenn man jemanden liebt, der sich nach jemand anderem sehnt. Dann ist jeder Kampf aussichtslos. Gegen Gefühle ist man machtlos. Die ist positiv. Jedes Ende ist auch ein Anfang. Und wir beide, wir können jetzt noch mal so richtig durchstarten. Du in Goa und du? Ich habe jede Menge Pläne. Jetzt freue ich mich erstmal auf meine Familie. Sorry, Anna, ich muss langsam los. Pepper wartet unten beim Pförtner. Du darfst auf keinen Fall deinen Flieger verpassen. Ich werde dich schrecklich vermissen. So eine Freundin wie dich findet man nicht noch mal auf dieser Welt. Jetzt hör auf, sonst fange ich wirklich noch an zu flennen. Was soll denn die Panik? Susanne kommt bestimmt gleich. Wusste ich's doch. Lisa, warum wartest du denn nicht zu Hause auf mich? Ich wollte lieber den Bus nehmen. Bei dir kann immer was dazwischenkommen. Aber nicht, wenn meine Tochter auf dem Weg nach Hollywood ist. München reicht auch erstmal. Naja, bleibst du mir wenigstens noch ein bisschen erhalten. Aber der heutige Ausflug ist eine Ausnahme, mein Fräulein. Ja, und was, wenn Sie mich nehmen? Dann sehen wir weiter. Hi. Das trifft sich gut. Treffen. Treffen kannst du gut. Aber wo ist denn der Zementsack? Meine Absichten sind rein friedlich. Ich suche euer Haus. Ich muss noch meine Lohnsteuerkarte abgeben. Lisa, deine Chauffeurin wartet. Denk ganz fest an mich, ja? Ich habe ja sonst nichts anderes zu tun. Du musst los zum Casting? Ich drück dir die Daumen. Lisa, ich fahr gleich alleine los. Du bist die beste Schauspielerin. Mir musst du das nicht beweisen. Lieber Christian, wenn du das liest, bin ich schon auf dem Weg zum Flughafen. Eigentlich wollte ich es dir persönlich sagen, aber dann hatte ich Schiss, du würdest mich aufhalten. Oder du würdest doch mitkommen, obwohl du gefühlsmäßig gar nicht mehr bei mir bist. So sehr ich es mir gewünscht hätte. Ich weiß, für dich wäre das der falsche Weg. Es tut mir leid, dass ich dir das nicht schon gestern sagen konnte. Aber für mich kam das alles ziemlich plötzlich. Ich musste das erst mal kapieren, denn du bedeutest mir immer noch sehr viel. Und das wird auch so bleiben. Egal, ob du auf Frauen oder Männer stehst. Auf jeden Fall wünsche ich dir von Herzen alles Glück dieser Welt. Und dass du dir klar darüber wirst, was du empfindest. Ich bin mir sicher, dann kannst du auch dazu stehen. Denn was ich immer am meisten an dir geliebt habe, ist deine Ehrlichkeit. Leb wohl. In Liebe, deine Coco. Ich dachte, Jana möchte bestimmt nicht noch mal selbst nach Königsbrunn kommen. Nett, dass Sie ihr das erspart haben. Sie entschuldigen mich. Herr Wandler, bitte. Was ich Ihnen zu sagen habe, ist mir wirklich wichtig.
Also machen Sie es kurz. Ich möchte mich bei Ihnen und bei Ihrer Familie aufrichtig entschuldigen dafür, dass Sie sich so viele Sorgen um Jana machen mussten. Hören Sie, Leonhard, wenn Sie gekommen sind, mich zu veranlassen, auf Jana Einfluss zu nehmen, Herr dann muss Brandner, ich Sie... bitte. Das war nie meine Absicht. Jana hat mir deutlich zu verstehen gegeben, wie ernst sie es meint. Und das werde ich akzeptieren. Ich werde Sie also nicht weiter bedrängen. Wissen Sie, an Jana hat mich immer am meisten ihre Stärke beeindruckt. Also wird sie ihr Leben in die Hand nehmen und das Beste daraus machen. Das wünsche ich ihr auch. Ja. Von ganzem Herzen. Denn wenn es einer verdient hat, dann ist es Jana. Jana. Ich habe einen Schatz gefunden und er trägt deinen Namen. So wunderschön und wertvoll, um mit keinem Geld der Welt zu bezahlen. Du schläfst neben mir ein. Ich könnte dich die ganze Nacht betrachten. Sehen, wie du schläfst, hören, wie du atmest, bis wir am Morgen erwachen. Hast es wieder mal geschafft, mir den Atem zu rauben. Wenn du neben mir liegst, dann kann ich es kaum glauben, dass jemand wie ich so was Schönes wie dich verdient hat. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst. Vergiss den Rest der Welt, wenn du bei mir bist. Du bist das Beste, was mir je passiert ist. Es tut so gut, wie du mich liebst.